2020. Immer mehr Modelle kommen jetzt in den Handel, die du schon gesehen hast, aber die du live noch nicht im Laden hattest. Und da steht es. Das Full 7 von Highbike. Modelljahr 2020. Hier ist Nico Ockenfalls. Grüß dich, Nico. Grüß dich, Sven. Hallo. Ja, wie bei Highbike immer, man wartet immer sehr, sehr lange. Thema Fly und werden einige schmunzeln. Jetzt ist es so, jetzt haben wir nicht nur die Thematik mit einem neuen TQ-Motor oder Yamaha. Nein, wir haben bei Highbike natürlich auch den neuen Bosch Performance CX, der in der Branche ein wichtiges Thema ist. Und die Marke kann sich dem natürlich halt auch nicht verwehren. Jetzt haben wir ein komplett neues Konzept. Heißt also so anlehnend an die Fly-On-Geschichte, was Integration, Formgebung halt auch angeht und vor allen Dingen halt auch wirklich eine eigene Optik, wie der Bosch in das Rad integriert ist. Also noch nie gesehen sowas. Also so geil, muss ich sagen, der sieht aus wie ein Moped. Ja, man kann es wirklich so sehen. So ein separates Bauteil, sprich die Motoreinheit, die sehr gut zu sehen ist. Hier von den Kühlrippen her halt auch. Jetzt nicht irgendwie noch in Kunststoff gehüllt oder in Verkleidung gehüllt. Man sieht sehr, sehr viel von dem Motor. Er ist eigens natürlich auch in der Positionierung etwas nach oben gedreht worden. Das soll doch so aussehen wie so ein Verbrenner fast. Warte mal. Genau. Nee, also ohne Witze, der sieht aus wie die Kreidler Florett Dreigang, die Flori Dreigang sieht Spaß bei. Aber das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja, also es ist natürlich eine sehr eigenständige Optik. Mit jedem immer oder mit allem, was halt irgendwo neu ist, gibt es natürlich immer den Punkt, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Jetzt könnte man sagen, ja, da ist aber der Dreck, der sich da drin verfängt. Ja, mein Gott. Aber im Endeffekt kann ich es ja auch wieder sauber machen. Aber die Integration finde ich eigentlich auch sehr gelungen. Wichtiger Aspekt ist natürlich auch in diesem Jahr die Thematik Range Extender. Das heißt, wir haben jetzt hier bei den Modellen alles, was mit Bosch Performance CX ist, 625 Wattstunden. In dem Fall haben wir jetzt das S-Duro Full 7 7.0. Es gibt ja auch noch die X-Duro All Mountain Serie, die wiederum 160 mm Federweg hat, in dem Fall 150. Und der Range Extender kommt auf das sogenannte MRS-System. Das MRS-System ist dafür möglich, verschiedene Bauteile, ob Flaschenhalter, Schloss oder wiederum halt auch der genannte Range Extender hier zu positionieren. Deswegen haben wir eigentlich auch gleich hier diesen Kanal, um auch die gesamte Verkabelung formschön oder sage ich mal nicht sichtbar in das Rad zu integrieren. Und damit erreiche ich halt im Gesamten 1125 Wattstunden und erhöhe meine Reichweite um ein Vielfaches dadurch. Ja. Es gibt ja Leute, also die fahren nicht lange, sondern fahren im höchsten Modus. Wie heißt der bei Bosch? Turbo? Das ist der Turbo-Modus, genau. Und wenn der Turbo-Modus an ist und ich habe ein Gewicht wie mich, ich bin jetzt kein Hering wie du, ich zeige dich mal gerade, ja, denn ich sag mal so, Leistung ist natürlich auch gewichtsabhängig, hängt von vielen Parametern ab, aber wenn du niedrigen Luftdruck fährst, du willst dich schnell bewegen, du fährst immer Turbo, weil es eben geil ist, dann sind die Akkus auch mal schneller leer. Genau, also ja, dann frisst er halt natürlich Strom oder beim Auto natürlich Benzin, aber mit dem Range Extender hat man eigentlich eine weitere Möglichkeit, um die Bandbreite zu vergrößern. Und es gibt ja Leute, die wollen das, die kriegen es jetzt, wenn sie wollen. Genau, die bekommen das jetzt. Das ist von Herstellerseiten so vorgesehen, gerade auch was Kabelverlegung angeht, weil es ist ja nicht nur, dass ich jetzt da so einen Akku drauf montiere, es muss ja irgendwo auch der Akku angeschlossen werden, er muss dementsprechend mit dem Motor verbunden sein und das ist der entscheidende Punkt. Und die MRS-Schiene ist wirklich schon eine schöne Lösung. Ich zeige dir mal von der anderen Seite, da steht nämlich auch drauf, was MRS bedeutet, denn der Nico schmeißt ja gerne mal mit Fachbegriffen rum. MRS steht für Modular Rail System. Fein abgelesen, da vorne steht's. Aber als es reinkam, habe ich immer gefragt, wozu ist denn der Nippel da in der Mitte? Und das hat sich mittlerweile schon sehr gut bewährt. Das heißt, also Leute können da wirklich reinmachen, was sie wollen. Ja, also mittlerweile bietet der Hersteller hier einerseits den Range Extender, Flaschenhaltermöglichkeiten, Taschenmöglichkeiten, auch ein Schloss ist möglich. Also die Schiene haben wir eigentlich bei allen Modellen, die einen integrierten Akku haben und zeigt sich halt als wirklich flexibel, weil auch gerade beim Flaschenhalter kann ich die Position ja frei wählen. Ich bin nicht gebunden an die festen Bohrungen des Flaschenhalters, sondern kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich mache sie höher, habe unten Platz für was anderes noch. Oder ist ja fast ein Kaufargument, oder? Ja, klar. Oder ich setze ihn ganz nach unten, dann kriege ich eine größere Flasche halt einfach rein. Also hier gibt es viele Möglichkeiten und Optionen, um dieses System halt einfach zu nutzen.
Preis, wir haben es eben schon mal abgefilmt, 5.000 € auf den Tisch des Hauses. Ist es denn sein Geld wert? Eine rhetorische Frage, sonst würden wir jetzt hier nicht stehen und es zeigen. Es kostet schon eine Stange Geld. Was ist denn hier drin, was diesen Preis rechtfertigt? Ja, zum einen ist es natürlich das komplett neue Konzept des Bikes. Es ist natürlich auch, sage ich mal, die Einstiegspreislage bei Highbike. Es gibt jetzt kein Modell für 4.000 €, was den neuen Bosch Performance CX und 625 Wattstunden hat. Wir haben ein komplettes RockShox-Fahrwerk mit der RockShox Yari und dem Deluxe-Dämpfer mit drin. Und natürlich dann halt auch den Federweg, 150 mm. Hochwertige Schwalbebereifung, der Nobinik, sprich dann auch in der Evolution-Version mit der unterschiedlichen Gummimischung. Und fett ist er, muss man sagen. Und also fett ist breit. er natürlich auch. Was hat er, wie viel? Hier haben wir 2 6er-Reifen mit drauf. Ne? Wirkt fast mehr. Wirkt fast mehr, genau. Aber das Bike hat halt wirklich auch von den Gesamtkomponenten her Magura-Bremsanlage, SRAM-Schaltgruppe mit drauf. Macht nichts falsch. Nee, das definitiv nicht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, so ein neues Konzept kostet halt auch immer ein bisschen mehr Geld. Alles, was Neuentwicklungen sind, die können jetzt natürlich nicht in der Einstiegspreislage stattfinden. Klar, es sind kleinere Auflagen, die man da vielleicht mal produziert. Die wollen ja auch mal sehen, die wollen ja auch erst mal sehen, wie funktioniert es. Gibt uns ein tolles Video, was irgendwann mal rauskommt demnächst. Wir waren in der Fabrik von Highbike. Nicht von Highbike, wir waren in der Fabrik von Cube. Aber vielleicht fahren wir ja mal zur Highbike. Vielleicht fahren wir mal nach Schweinfurt, genau. Genau, in Schweinfurt bauen die. Ja, die Räder werden in Schweinfurt gebaut. Wink an Highbike, liebe Entwicklungsabteilung, wenn ihr das seht. Wir haben bei Cube gedreht, und zwar nicht zu kurz. Vielleicht lasst ihr uns ja mal gucken. Du warst schon mal da? Ich war schon da gewesen, ja, also auch wirklich sehr interessant. Jetzt war es bei Cube natürlich auch hochmodern, gerade auch was Stückzahlen angeht. Aber Highbike wäre sicherlich ein Partner, wo wir mal hinfahren könnten und auch, damit die Kunden mal sehen, wo denn Highbike fertigt, wie sie fertigen. Assembled. Genau, quasi. Assembled. Genau. Das hast du bei Cube mitgenommen, ne? Ja, das habe ich mitgenommen, denn die Fertigung heißt nämlich nur Fertigung, wenn alles aus Deutschland käme und da auch zusammengebaut wäre. Und das ist so illusorisch, denn die Rahmen kommen wirklich alle aus Fernost bis auf einige Sondersachen. Genau, ich merke, du hast gut aufgepasst im Video. Ich war auch 7 Stunden da bei Cube. Tolles Video, wird hoffentlich demnächst finalisiert und dann könnt ihr das Ganze sehen. Da seht ihr nämlich, wie Cube funktioniert. Ja, es gibt einiges zu berichten, insbesondere die Bremsanlage, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, da ist High-End drin. Drüber hinaus wird es schon eng, oder? Das ist schon eine der besten Bremsanlagen. Wir haben jetzt hier die MT5-Bremsanlage. Ja, es gibt eine hochwertigere Version bei Magura. Da ist noch lang nicht das Ende, aber in dem Fall jetzt eine 4-Kolben-Bremsanlage. Für 5.000 € sollte natürlich was Vernünftiges drauf sein, logisch. Ist in dem Fall halt auch so, also die Bremse ist super in der Performance, in der Verzögerung, weil bei so viel Federweg willst du ja auch mal ein bisschen ambitionierter fahren und das kannst du mit dem Bike halt auch. Ne? Also auch, wo ich auch immer dazu sagen muss, so die kleinen Details sind halt auch immer wichtig. Heißt, du siehst das hier, wenn du mal die Züge zeigst. Augenblick. Kann man draufhalten, bitte? Normalerweise kannst du jetzt einfach sagen, okay, du lässt die Züge halt komplett getrennt voneinander. Aber hier gibt es so einen kleinen Clip, der quasi beide Führungen gleichzeitig nebeneinander führt. Komm, das mache ich doch mit Tesa. Kannst du auch mit Tesa machen, ne? Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Nur das da, finde ich, sieht halt schön und sauber aus. Und Tesa oder beziehungsweise Isolierband schmiert. Sieht halt nicht ganz und so hässlich aus. Ne? Ja, genau. Also, oder Kabelbinder, an denen ich mich dann verletze. Aber das habe ich auch noch nie gesehen. Das sind so kleine Sachen, die haben die einfach entwickelt mal. Ja, ob sie selber entwickelt haben, weiß ich nicht, aber es ist wirklich schön gemacht und das sind so die kleinen Details, die es halt auch ausmacht. Damit die Kabelführung auch im Rahmen, sieht man hier auch ganz schön oder von der anderen Seite, es ist alles sauber verlegt, komplett innen verlegt halt auch. Du siehst, hier hinten kommt die Hülle wieder raus, macht einen sauberen Bogen nach hinten und das sind so die Details, die einfach halt auch wichtig sind. Was die Italiener, wenn sie ja nichts können, die Italiener, ja, aber sie können Nudeln machen und Design. Nee, und sie können auch Innenausbau. Sie können unglaublich viele Italiener. Aber dieser Hebel hier, den habe ich ja schon des Öfteren mal erwähnt, ja, das ist ein Magura-Hebel, das ist schon fast ein Kunstwerk. Ja, der sieht wirklich schön aus. Magura ist jetzt wirklich wieder mehrfach verbaut. Es gibt immer mal so Jahre, wo eine Marke in der Erstausrüstung ein bisschen verschwindet, die andere Marke wieder stärker wird. Klar gibt es immer mal gerade dann den Fall, wenn es Probleme mit den Produkten gab oder die Produkte doch nicht so toll waren. Das haben aber auch alle Hersteller durch, ob ich eine Avid-Bremsanlage oder sonstiges nehme. In dem Fall macht Magura aber gerade mit den MT-Modellen einen guten Job, egal ob es eine 2er, eine 7er oder wie auch immer ist. Und das ist einfach das
Entscheidende, weil wir wollen ja auch Produkte haben, die funktionieren und die nicht immer nur in der Werkstatt stehen. Die funktionieren. Also Highbike ist ein toller Laden, muss man auch dazu sagen. Also du bist schon lange unterwegs mit Highbike? Ja, wir machen Highbike jetzt seit knapp 3 oder 4 Jahren und es wird immer mehr, also die Kollektionen werden immer umfangreicher, wobei wir jetzt gerade in 2020 eine gewisse Straffung sehen im gesamten Sortiment. Das ist halt auch mal wichtig, weil irgendwann wird es halt auch einfach mal zu viel und der Endkunde weiß ja schlussendlich gar nicht mehr, was er dann noch kaufen soll, weil die Vielfalt so groß ist. Und da hat Highbike dieses Jahr wirklich ganz konsequent den Rotstift angesetzt und gesagt gehabt, es gibt gewisse Modelle, die wir nicht mehr produzieren. Wir müssen nicht auf jedem Preispunkt sein und das finde ich auch gut. Der Überblick wird besser, es gibt dennoch die Vielfalt der Modelle und was man jetzt ja auch bei den neuen Modellen hat, ist, dass ich hier hinten auch die Twinlights fixieren kann, die wir vom Flyon schon kennen. Das heißt, die 2 Bohrungen, die man hier hinten sieht. Die Lampen. Genau, kann ich die Lampen direkt integrieren. Ich kann genauso gut auch die Lampen, die ich vom Flyon kenne. Sind die Kabel schon gelegt dahin? Die Kabel weiß ich jetzt nicht. Beim Flyon sind sie gelegt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier auch so ist, dass sie die Kabel schon gelegt haben. Kriegen wir noch raus. Das kriegen wir noch raus, wobei ich es eigentlich verneinen müsste, weil dann müsste man hier was sehen. Also ich glaube nein. Aber ist auch kein Problem. Einfach einen Trennschleifer nehmen. Das Kabel kriegen wir schon rein. Die Lampen sind leider noch nicht lieferbar. Wir sind jetzt Anfang März. Wir warten jetzt. Natürlich geil. Die sind ziemlich cool. Also guckt euch mal unser Flyon-Video an. Oder welches Flyon-Video, die das gefilmt haben, hinten dran. Sieht cool aus. Ja, jetzt sind keine Lampen dran, aber Lampen kriegt man irgendwie da reingezimmert. Auch von anderen Herstellern. Das ist immer der Punkt, gerade Rückleuchten bei einem vollgefederten Rad zu integrieren, ist immer sehr, sehr schwierig, weil tendenziell machst du das Ganze an die Sattelstütze. Ja, Stromversorgung. Dann hast du halt hier ein Kabel und das will ja keiner sehen. Ich habe ein Spiralkabel bei meiner gefederten Sattelstütze, nee, nicht bei der gefederten, bei der verstellbaren Sattelstütze, habe mir aus einem Kopfhörer Verlängerungskabel, 3,5 mm habe ich abgeschnitten an beiden Seiten, habe ein Spiralkabel reingemacht, damit eben, wenn ich die Sattelstütze verstelle, ich auch ein Rücklicht habe. Ja, und es sieht ganz toll aus, kann ich dir sagen. Nämlich gar nicht, aber es funktioniert. Ja. Aber ist das nicht gelungen, das Fahrrad? Doch, also im Gesamten, klar, wir haben immer die eigenständige Formsprache bei Highbike, dieses sehr organisch verlaufende Rahmenrohr, gerade bei den Hardtails auch die niedrig angesetzte Sitzstrebe. Also ein Highbike ist unverkennbar einfach, ne? Gerade im Vergleich zu anderen Marken. Du erkennst das Produkt wirklich schon von Weitem und Highbike ist natürlich absoluter Pionier im Thema E-Bike. Also die haben damals vor einigen Jahren alles auf das Thema E-Bike gesetzt und das war so gesehen halt auch der richtige Schritt. Die Marke wird natürlich auch nur als E-Bike wahrgenommen. Also die Thematik Räder ohne Motor haben wir wirklich nur noch im Kinderradbereich oder bei günstigen Mountainbikes, ich sag mal Preislage 500 bis 800 Euro. Ein Rennrad von Highbike, das fragt keiner, weil dafür steht die Marke einfach nicht. Die Marke ist E-Bike-lastig und das setzen sie wirklich sehr, sehr gut und konsequent um. Und, ja, stehen auch hoch im Kurs. Was beim Wiederverkaufswert wichtig ist, wenn ich so ein Ding mal nach 3 Jahren verkaufe, habe ein Highbike, da gibt es noch richtig Geld für. Ja, und vor allen Dingen halt auch gerade, was Formgebung angeht, wenn du das jetzt mal vom Oberrohr von oben filmst. Warte, ich muss kommen. Das sieht aus wie so eine Schlange, Schlangenkopf. Das ist ja die Position, die der Fahrer eigentlich immer sieht. Und es gibt viele Kunden, die sagen, das ist wichtig, wie sieht denn das hier oben aus? Weil da gucke ich die ganze Zeit ja durchaus auch drauf. Oh, da würde ich direkt ein Bild von meiner Frau drauf machen. Gruß an deine Frau. Nee, weil das ist ganz wichtig, da gucke ich ja immer drauf. Nee, aber du hast recht, die Optik spielt ja mit. Da steht auch überall hier, powered bei Bosch. Bekommen die eigentlich den Motor billiger, wenn die das überall draufschreiben? Keine Ahnung, das kann ich dir nicht beantworten. Aber mit Highbike ist natürlich die Marke, die sowohl Bosch als auch Yamaha Motoren einsetzt. Und so, damit man weiß, was dann. Bei den Flyon-Modellen halt auch den TQ. Und somit ist die Marke sehr, sehr breit aufgestellt mit 3 Motorenherstellern. Cube beispielsweise macht rein nur Bosch-Motoren, Husqvarna rein nur Shimano-Motoren. Also jede Marke hat da irgendwo einen eigenen Stil. Und gerade bei Highbike finde ich die Vielfalt auch nicht verkehrt. Jetzt habe ich eine Frage. Hier steht, dieses Rad darf nicht auf öffentlichen Straßen benutzt werden, da es nicht entsprechend der STVO ausgestattet ist. Ist das vergleichbar
wie wenn ich mein E-Bike tune, was da gemeint ist. Ja, prinzipiell musst du natürlich sagen, um am Straßenverkehr teilzunehmen, müssten Reflektoren an das Bike, es muss eine Klingel an das Bike, so gesehen bei der Dämmerung halt auch eine Beleuchtungsanlage und das hat das Rad so gesehen nicht und deswegen muss der Hersteller sich natürlich halt auch Aber nicht fahren ohne Führerschein dann, wie beim Motor, den ich tune. Nein. Ja, nicht ohne Führerschein, ohne Zulassung, ohne was weiß auch immer. Ja, man muss natürlich auch immer die Kirche im Dorf lassen, wenn du jetzt zum Beispiel Rennradfahrer nimmst, streng genommen Alle in den Knast, ja, direkt. Also machen die alle... ich glaube, darauf achtet nun wirklich kein Mensch mehr, ob jetzt ein Fahrrad eine Klingel hat oder nicht. Empfiehlt sich aber, gerade bei E-Bikes, man ist etwas schneller unterwegs, man soll echt mal ist da keine Klingel dran? Nein, Mountainbike ist in Anführungszeichen nackt, aber es gibt mittlerweile schöne Klingeln von Knock beispielsweise, die sieht einfach aus nur wie eine Schelle, hat einen kleinen Hebel und die erkennst du gar nicht. Und blinkt auch ordentlich. Und klingelt natürlich halt auch ordentlich. Also das ist somit das schönste Produkt, was ich eigentlich im Klingelbereich halt kenne. Und Das ist ja süß, eine Klingel, die du mal empfiehlst. Name nochmal der Klingel? die Knock. Bitte was? Knock. K-N-O-G. Ist die hier? Hast du hier? Ja, habe ich hier. Ich könnte sie sogar... Guck mal gerade, ob sie da ist. Jetzt hast du die Leute schon so heiß gemacht, ja. Ich komm mal mit, wir sind eh hier fertig. So, gefilmt habe ich's. Name nochmal von dem Highbike, Nico? S-Duro Full 7 7.0. 7.0. So, und da vorne, zufälligerweise hast du so viel Zubehörteile, dass du sie verkaufen musst. Und jetzt bin ich mal gespannt. So viel habe ich schon erlebt, aber eine Knock-Klingel, die kenne ich noch nicht. Da ist jetzt mal ein bisschen Werbung. Die kommt aus Deutschland? Nee, ist glaube ich ein Engländer. Brexit, sage ich nur. Gibt es denn demnächst noch Klingeln vom Gibt Knock? es schon relativ lange. Kostet natürlich ein bisschen mehr wie eine Standardklingel. 20 € lese ich gerade. Genau. Aber Boah, die ist ja geil. ich ziehe die jetzt mal wie einen Ring an. Warte mal, ich muss einmal scharf stellen bei dir. Nochmal Augenblick. Die hat doch einen coolen Klang. Also die klingt richtig gut. Und sie ist hell. Also sie soll hochtönend sein. Da hat sie die meiste Reichweite. Ich zeig's mal gerade. Also so eine reduzierte Klingel habe ich in meinem Lebtag noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt ein hochwertiges Rad habe, ist das Produkt, was ich empfehle. Lampe? Was nimmst du an Lampen? Einfach mal eine Standardklingel. Ja. Jetzt guckst du dir mal den Vergleich an. Also, das ist ja mal ein erheblicher Unterschied. Ja, aber wenn man keine hat, nimmt man auch die Standardklingel. Klar, Denn die funktioniert ja auch. Aber wenn ich, sage ich mal, ein bisschen optikorientiert bin, Knock. So, ich zeig mal sowas gerade. Bitte einmal zeigen. Und bitte einmal die Verpackung in die Kamera halten, damit die Leute. Das ist die OI, oder wie heißt die? Genau. OI Small. Die gibt es auch groß? Es gibt dementsprechend eine große Version noch. Es geht hier einfach um den Durchmesser halt auch. Okay, alles Genau. klar. Aber die finde ich halt wirklich schön klein und laut und gibt es tendenziell auch in verschiedenen Farben. Aber die meisten Lenkerkomponenten sind schwarz. Deswegen haben wir die eigentlich schon passt schwarz das. da. Ja, Dann sehr- fällt sie nicht so auf. Sehr, sehr dezent. Ja, die normalen, die sehen halt so aus. Und das ist halt schon, kann man machen, muss man nicht, wie in der Werbung, ja. So ist es. Licht, zeig mal eine coole Lampe. Da gibt es ja mittlerweile immer mehr Systeme, die, ich sag mal, auch angepasst werden müssen ans Bike. Hast du was Cooles da im Moment? Oder bist schon. von als Batteriebeleuchtung? Ja, es gibt auch so Lampen, die echt hell sind, die du auch empfehlen Ja, kannst. gut, wir können natürlich die vom Flion nehmen, weil das ist immer so ein Beispiel, wo ich sage, Kann man die verbauen bei dem anderen, bei dem ja, 7er? also diese Version, wie wir sie hier haben, die 5000er geht nur beim Flion, aber es gibt auch eine 300er. Der 300er, ist sie so ähnlich? Die ist ähnlich im Aufbau, aber so sieht das schlussendlich halt auch montiert aus. Ne? Das heißt also, wir haben die beiden Schellen, die hier um den Lenker gehen. Die Lampe sitzt mittig, zentral. Ich kann sie natürlich halt auch noch anpassen in der Höhe und da gibt es verschiedene Hersteller. Also wir bieten hier Busch und Müller, wir bieten Lupine an, mit jeweils natürlich unterschiedlichen Lichtstärken. Jetzt haben Und wir der- hier eine mega Powerlampe. Der macht richtig hell, oder? Ja. Der ist, genau, der geht zufällig an. Mach mal an. Kann mal sehen. Also, denn ich sag mal, eine Lampe zu haben, das ist ja heute kein Armutszeugnis. Ja, gerade jetzt, wenn man im Winter oder im Herbst mal fährt. Akku leer? Ah, nee, sie geht an. Boah, meine Kamera geht kaputt gerade. Sie ist so hell, ich kann kaum reingucken. Das ist jetzt Tagfahrlicht, oder? Boah, das ist kein Photoshop hier, Jungs, was ihr auf meiner Kamera seht. Mal hell. Cool. Mach mal Beamer grad, hier. Moment. Ich kann nicht reingucken. Ist so hell. Drücke ich auch richtig? Ja, ich habe den richtigen. Jetzt will sie nicht angehen. Wahrscheinlich haben wir zu wenig Leistung vom Akku. Aber
Allein das, was ich jetzt schon sehe. Nee, Quatsch, sie steht auf Automatik. Sie steht auf Automatik. Sekunde. Automatik, was heißt das? Sie passt sich automatisch an. Das heißt, sie erkennt, wann es hell und wann es dementsprechend dunkel ist. So, Sekunde, jetzt müsste es aber gleich gehen. Das ist eine coole Lampe. Also es gibt ja Leute, die fahren mit 3, 4 Lampen rum. Du kannst die über das Display. Ich habe gerade überlegt, was machst du da? Genau, ich muss nur gucken, wo die Einstellung für die Lampe ist. Ist ja wie beim Auto mittlerweile. So, hier. Beim Volkswagen T6 muss ich immer wieder fluchen, wenn ich irgendeine Sache nicht finde im Menü. Beleuchtung. So, automatisches Licht an, Tagfahrlicht an. So, jetzt. Wow, ja. Jetzt ist Fernlicht quasi. Boah, guck dir das mal an. Allein hier der Lichtschein hier von der Lampe. Tagfahrlicht, Augenblick, ich zeig's mal gerade. Ich muss hier zuknipsen. Ja, umschalten. Das ist praktisch Fernlicht dann. Wow. Also ihr könnt es nicht richtig sehen, weil es ist immer hell, aber die macht richtig Dampf, oder? Die Lampe. Die macht richtig Dampf. Also ich habe jetzt selber, wir haben jetzt als Testbike das Enduro 10.0. Für all diejenigen, die mal einen Fly-On fahren wollen, wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, ein Testbike Das sind die Lampen. Das muss man sehen. Das sind die Lampen für hinten, genau. Und auch hier bei diesen Modellen natürlich ganz klar der Vorteil, ich werde links wie rechts gesehen, ich habe 2 Rücklichter, also der Erkennungseffekt ist einfach deutlich größer. Das sieht doch viel besser aus, muss man sagen. Das ist wirklich schön. Und ich sehe es da von der Seite, sehe ich es ziemlich gut. Genau. Das ist also auch ein Riesenvorteil. Genau. Ja, da haben wir es ja nochmal, das Fly-On. Da muss man sagen, gerade das Thema Systemintegration der Komponenten, wie gesagt, die Rücklichter funktionieren genauso auch oben bei den Modellen. Und der Skybeamer an sich ist auch eine Möglichkeit, um das zu erweitern. Vorteil ist auch, er ist sehr günstig. Ja, er ist wirklich günstig für das, was er kann. Ich meine, wir reden über 5000 Lumen, wir reden über ein zugelassenes Produkt. Ja. Na, also man macht das Gleiche wie beim Automobil schlussendlich auch. Wir haben Fernlicht und wir haben Abblendlicht. Das hier ist nichts anderes. Und dadurch haben wir auch die Zulassung für den Straßenbereich. Die muss aber fest montiert werden, deswegen ist die auch so über den Lenker. Fest montiert, genau. Hier geht es ja auch wirklich darum, dass es sehr formschön integriert ist. Und die Lampe, wie sie jetzt hier ist, liegt bei 459 €. Ja, viel Geld, aber wirklich viel Lampe für das Geld. Und wirklich hell. Da ist die Batterie dabei. Nee, es wird hier bei den Fahrzeugakku. Genau. Okay, verstanden. 400 wie viel Euro? 459. Und die andere, die du eben erwähnt hast? Die 300 liegt, glaube ich, bei 149. Klingt ja schon besser. Für 300 Lumen ist das immer noch eine... Die hat 300 Lumen. Die andere hat wie viel? 500? 5000. 5000? Die andere hat 300 pro Mahlzeit. Die ist so schnell wie ein Auto, ist so hell wie ein Autoscheinwerfer, plus minus? Ich weiß jetzt nicht, wie hell ein Autoscheinwerfer ist. Aber fühlt sich so an. Aber ja, also ich hatte selber schon auf Mallorca im Dunkeln auf einem Parkplatz getestet und würde sagen, der Autoscheinwerfer macht ungefähr genauso hell bei einem modernen Scheinwerfer. So, jetzt sind wir ganz vom Thema abgekommen. Skybeamer 5000, am besten mal googeln, gibt es wahrscheinlich auch 5000 Videos drüber, mit Reichweitenvergleich und allem drum und dran. Aber gutes Licht hat natürlich riesen Vorteile, man sollte allerdings wirklich abblenden. Man sieht immer mehr Fahrradfahrer, die gar nicht wissen, dass sie blenden, und selbst eine kleine Lampe mit 300 Lumen kann richtig blenden. Genau. Ja, das ist einfach so. Gerade die Positionierung, es gibt auch viele, die stellen die Lampe einfach zu hoch. In dem Fall wäre sie jetzt auch in der Grundeinstellung zu hoch. Sie müsste etwas weiter nach unten gehen, ne, damit wir auch dieses Abblendlicht wirklich halt nutzen können. Und ja, es ist leider so, wenn der Mountainbiker aus dem Wald kommt und noch die 2 Kilometer Straße fährt, ist dem das Blenden eigentlich oftmals leider egal. Aber da die so hell sind mittlerweile, also denk dran. Ja, WeCycle, da drehen wir gerade. Das ist dein Logo. Es regnet immer noch. Ja. Wir drehen heute am 3. Stimmt das? 5.3. Ja. Uhr nicht umgestellt, wegen Schaltjahr und genau. So ist es. Am 5.3.2020. Ja, vielen Dank, Nico. Du hast 2 Standorte? Richtig. Einmal in Riegelsberg und einmal in St. Wendel im schönen Saarland, das kleinste Bundesland Deutschlands. Neben Bremen. Neben Bremen. Und ja, uns findet man an diesen beiden Standorten. Wir sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr da und samstags von 9 bis 13 Uhr. Oder über den Webshop rund um die Uhr.
Leute kommen aus ganz Deutschland, da kann man es bestellen. Ja, und wenn Sie demnächst mal hören, ein Waldbrand so groß wie das Saarland, dann denken Sie an uns, ja, denn wir werden oft als Vergleich rangezogen für Flächenvergleiche. Ein Ölteppich so groß wie das Saarland, immer nur, wenn es böse ist, ja. Wenn es steht. Vielen Dank, Nico. Abschließend dazu das X-Duro Fly-On von Highbike 10.0. Auch Modelljahr 22, richtig? 20 Tage. Gibt es ein eigenes Video zu, müsst ihr gucken. Tschüss, danke.